Hallo meine Lieben, heute wollte ich euch zeigen, wie ihr ein kleines Notizbrett mit dem Plotter selber gestalten könnt und wie das funktioniert, das seht ihr gleich nach dem Intro. Ich habe für das heutige Projekt ein Holzbrett und hier diesen Kalkboard Cardstock. Meine Idee mit der ganzen Geschichte, und ihr könnt das natürlich auch für andere Sachen brauchen, aber was ich machen will, ist so ein Übungsbrett fürs Kalklettering. Das ist eine spezielle Form von Handlettering und ich dachte mir, das ist vielleicht eine schöne Idee für Leute, die sich so ein bisschen kreativ austoben wollen, aber nicht so genau wissen, was sie machen wollen, und zum Starten wäre das vielleicht eine coole Idee, so ein Brettchen als Übungsbrett eben mit diesem Kalkboard Cardstock drauf, und dann machen wir noch was auf die Rückseite, und meine Idee ist es dann zu verschenken zusammen mit einem Buch, wo es darum geht, den Einstieg ins Kalklettering zu machen. Das Buch zeige ich euch später dann noch, und vielleicht auch als Alternative hier, ihr müsst nicht unbedingt diesen Kalkboard Cardstock nehmen natürlich. Ihr könnt da zum Beispiel auch, es gibt so eine Farbe, die man auftragen kann, die genau diesen Effekt hat, dass man dann mit Kreidestiften draufmalen könnt. Und ihr müsst auch kein Brettchen nehmen, ihr könnt auch was anderes nehmen. Ich fand es einfach cool, weil es eine kleine Größe hat, und es ist immer so, wenn man mit was startet, das muss nicht gleich ein Riesending sein, sondern es kann mal was Kleines sein, um mal zu gucken, ist das überhaupt etwas für mich? Und zudem kann ich beim Holzbrett hinten halt mit der Flexfolie das mit Hitze aufbringen, einen Spruch draufbringen, und genau das werde ich machen. Jetzt als allererstes schneide ich hier ein Stück zurecht. Ihr könnt es auch mit einem Plotter schneiden, aber da ich ein Rechteck habe, brauche ich das nicht zwingend, sondern kann das einfach kurz hier mit dem Hebelschneider schneiden. Und da gehe ich nicht ganz bis an den Rand raus, sondern ich mache hier 14 cm und in der Höhe 19 cm. Das schneide ich kurz. Den Rest behalte ich natürlich, damit ich damit was anderes machen kann. Und da es hier so abgerundete Ecken hat, werde ich auch die Ecken abrunden, und zwar mit einer 10 mm Ecke. Dann haben wir hier schön eine große Fläche, wo man drauf üben kann. Das Ganze hat eigentlich ein Kleber hinten drauf, aber der klebt zu wenig gut auf dem Holz, und deshalb werde ich das nachher mit meinem beliebten Zementitkleber festkleben. Ich habe gelernt in den letzten Monaten, dass es den in Deutschland nicht gibt, aber da sucht ihr einfach einen ähnlichen Kleber, der eben auf Papier und auf Holz klebt, ne? Aber zuerst kümmern wir uns kurz um den Spruch auf der Rückseite. Ich habe da schon was vorbereitet, und das ist aus den Bildern im Cricut Design Space. Natürlich könnt ihr das auch mit der Silhouette machen, ne? Oder mit dem Brother Plotter, und ihr könntet auch selber was gestalten, eben was auch immer euch gefällt. Ich fand das hier schön, you are capable of amazing things. Ne? Du bist fähig, wunderbare Dinge zu machen, und das so quasi als Spruch hinten drauf, als kleine Motivation. Ich werde das Ganze aus schwarzer Flexfolie ausschneiden, und deshalb werde ich das auch gleich spiegeln. Dann ist das schon mal erledigt. Da muss ich jetzt noch die Größe anpassen. Hier gucken, dass das Schlösschen geschlossen ist. Ich versuche es jetzt mal mit einer Breite von 12 cm. Dann bin ich bei 17 cm. Das mal 17. Das ist ein bisschen zu groß. Ich gehe mal auf 11. Dann sind es 16.
das passt. Genau, so nehme ich das. Dann gehe ich auf Herstellen. Muss ich natürlich noch die richtige Maschine auswählen, ne? Die Joy. Nochmal herstellen. So, ich muss die jetzt ein bisschen testen. Anscheinend wurde mit dem Update was gemacht, und zwar, wenn ich größer als die kleine Schneidematte gehe, ne, diese hier, dann lässt er mich noch nicht mal mehr auswählen, ob ich mit Schneidematte oder ohne Schneidematte schneiden will, sondern er geht einfach davon aus, dass ich dann ein Smart Material habe und ohne Schneidematte schneiden will. Den Update finde ich jetzt nicht so prickelnd, aber naja, ich habe es jetzt ein bisschen kleiner gemacht. Jetzt kann ich wieder auswählen, ob ohne oder mit Schneidematte. Dann geht es wieder. Ne, wenn ihr vorher geguckt habt, ich mache es jetzt wieder ein bisschen größer. Wir sehen ja, von der Breite her haben wir hier 11,5 cm. Da müsst ihr einfach drauf gucken, dass ihr da innerhalb seid, plus noch einen kleinen Sicherheitsabstand. Mal gucken, ob er es so nimmt. Ne, seht ihr? Ich kann da nichts machen, der sagt einfach ohne Schneidematte. Ihr habt gesehen, ich habe es am Anfang gespiegelt. Ihr könntet es auch normal behalten und dann Spiegel für Aufbügeln machen. Ich mache das für mich immer am Anfang, dass ich weiß, wenn ich Flexfolie mache, dass ich da jetzt schon spiegle oder vorher schon spiegle, damit ich das nie vergesse. Können wir auf weitergehen und dann sage ich Everyday Iron On und dann sagt er mir schon, dass ich das Ganze laden kann. Dann nehmen wir hier unsere Matte, dann die Flexfolie, natürlich die matte Seite oben. Gebt es hier drauf und lade das Ganze. Und dann kann ich sagen, los. Wenn er fertig ist, kann ich sagen, okay und auswerfen. Und dann kann ich das Ganze schon entgittern. Vielleicht hier noch ein kleiner Tipp. Ich habe hier so eine alte Vitamin-Tablettendose. Wenn die leer ist, oben noch ein paar Schnitte reinmachen. Und so kann ich gerade bei der Flexfolie, die immer so ein bisschen überall haften bleibt, das ganz einfach hier abstreifen. Und ja, ist eine kleine Hilfe. Just like it should at Yuletide. The parcels are all under the tree, right where they should be. Soon everything is Christmas-fied. Zum Aufbringen nehme ich hier kurz meine Mini Heat Press zur Hilfe auf der zweiten Stufe. Dann kann ich das hier schon mal so platzieren, wie mir das am besten gefällt. So passt das für mich. Und jetzt kann ich da ganz einfach die Folie aufbringen. Ich würde hier nicht hin und her reiben, sondern mir sie heben, draufdrücken, Geht ein bisschen einfacher. Ab und zu könnt ihr kontrollieren, ob ihr das ablösen könnt. Wenn nicht, dann wieder drauf. Ich gehe dann immer noch so ein bisschen mit dem Backpapier
drauf, ne, wenn die Plastikfolie weg ist. Ihr könntet sowas natürlich auch mit einer Schablonierfolie machen und Farbe. Da verlinke ich euch ein Video hier oben, wo ich das gezeigt habe. Aber ich wollte euch heute eben zeigen, dass das auch geht mit Flexfolie. So. Und so sieht es dann aus, wenn es auf dem Holz drauf ist. Und es bleibt wirklich auch gut drauf haften. Jetzt ist es die Rückseite. Ich werde dann kleine Plastikstopper drauf machen, weil wenn man arbeitet, will man ja eh nicht, dass das Brett rutscht. Deshalb kommen da kleine Plastikfüße drauf und dann rutscht das Ganze auch nicht auf dem Motiv hier herum, sondern hat dann quasi eine leichte Erhöhung. Aber das sieht doch schon mal sehr cool aus, oder? Von dem her, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr eben ein Deko-Element machen wollt mit dem Holzbrett, das ist auch eine Option, nebst eben dem Schablonieren und mit Farbe aufmalen. So, jetzt kümmern wir uns um die Vorderseite. Da habe ich eben mein Stück, was ich zurechtgeschnitten habe. Und jetzt ist es so, dass dieser Kleber eben, hatte ich vorhin gezeigt, dass der zu wenig klebt. Und deshalb nehme ich das hier, nehme ein Stück Backpapier, nehme meinen Zermetit-Kleber und ich habe noch so einen kleinen Make-up-Schwamm, um den Kleber zu verteilen. Da mache ich jetzt einfach mal großzügig Kleber drauf. Mal gucken, wie weit ich damit komme. Und den verteile ich hier schön, dass der... Ich will nicht eine riesen Schicht drauf haben, aber den schön bis außen an die Kante verteilt haben. So, und so. Bravo. Kleber ausgelaufen. Korrigiere ich nachher noch gleich. Aber jetzt bringe ich das erstmal schön hier auf das Brett drauf. So, und das klebt auch relativ schnell gut drauf hier. Ihr könnt das auch, je nach Kleber, vielleicht so eine Stunde oder so unter ein paar Bücher legen, damit sich das wirklich gut festdrückt. Jetzt, wie gesagt, noch die Standfüße. Mache ich auch noch drauf. Das sind einfach so 3M Noppen. Dadurch, dass sie durchsichtig sind, stören sie auch nicht so extrem jetzt mit dem Bild hier. Aber das liegt dann auch schön auf dem Tisch auf. Und dann könnt ihr halt einfach auf dem Brett malen. Und das aber mit Wasser oder mit einem feuchten Lappen einfach wieder wegmachen. Jetzt könnt ihr das so verschenken, wenn ihr gut seid im Kalklettering selber schon, könnt ihr da natürlich irgendein Motiv drauf machen. Ich zeige euch aber auch noch eine Option, wenn ihr selber nicht beherrscht oder noch nicht beherrscht und da aber trotzdem was drauf machen möchtet, dann könnt ihr auch mit einer Schablone sowas draufbringen. Und das machen wir noch kurz. Ich habe hier auch schon was Kleines vorbereitet. Auch das ist ein Bild aus den Bildern beim Cricut Design Space. Dreams don't work unless you do. Träume werden nicht wahr, es sei denn, du fängst damit an oder du tust was, in dem Stil. Und da ich da eine Schablone draus machen will, muss ich ein Quadrat einfügen. Ich setze das kurz auf. Zeichnen, dann sehe ich das ein bisschen besser. Ist eigentlich egal, was für einer. Dann hebe ich hier die Verknüpfung auf und kann das ein bisschen größer machen. Braucht auch nicht viel,
gehe da einfach an den Rand quasi des Designs, so in dem Stil. Dann nehme ich das, setze das wieder auf einfach schneiden. Anwenden. Gebe es in den Hintergrund. Man kann immer noch nicht schieben, da warte ich noch drauf. Ich versuche immer die Ebenen zu schieben, aber das geht so nicht, sondern ich muss sagen, anordnen in den Hintergrund. So, weil jetzt kann ich beide markieren und dann kann ich sagen, Aktivitäten und beschneiden. Jetzt seht ihr das nicht, aber ich lösche jetzt mal dieses Bild, dann lösche ich dieses Bild und jetzt hat es mir alles aus diesem Rechteck ausgeschnitten und genauso will ich das haben. Jetzt versuche ich kurz, was für eine Größe hier mit der Joy erlaubt ist, ob das geht. Mal gucken. Ich gehe mal auf Herstellen. Will er nicht, dann muss ich kleiner gehen. Natürlich hier das Schlösschen wieder zumachen. Dann gehe ich hier so ein bisschen, versuche es jetzt einfach, bis es klappt. Ja, hat schon geklappt. Das sind 10,61 auf der Schneidematte. Wunderbar. Dann weiter. Und ich habe von Oracal diese Schablonierfolie und die schneide ich jeweils wie Vinyl. Dann blinkt die Joy auch schon. Ich kann die Schablonierfolie hier auf die Matte bringen. Das Laden. Und dann lossagen. Und wenn er fertig ist, sage ich wieder OK und auswerfen. War es auch schon mit der Matte, von dem her Folie wieder drauf. Und ich gehe jetzt auf meinem iPad wieder zurück auf den Arbeitsplatz, um zu gucken, was ich alles rauslösen muss. Das habe ich nebendran, dann weiß ich auch, was ich rauslösen muss. Alles, was weiß ist, da will ich, dass Farbe drauf kommt und deshalb muss ich das rausnehmen. Alles andere soll drinnen bleiben. Dann kann ich hier mein Brettchen nehmen. Na, das wird hier schön in die Mitte kommen. Dann nehme ich meine Übertragungsfolie und schneide da ein Stück weg, was ich brauche von der Größe her. Und da gehe ich jetzt nicht direkt drauf, sondern ich will, dass die ein bisschen weniger gut haftet und gehe einmal auf mein Kleidungsstück drauf. Und dann hat sie dann Fasern drauf und klebt ein bisschen weniger gut. So, jetzt. Weil ich habe schon sehr kleine Stücke auch drin, die haften müssen. Das hat schon mal sehr gut funktioniert und jetzt kann ich das schön mittig auf das Brettchen bringen. Jetzt haben wir hier die Folie drauf und jetzt kann ich diese ganzen Bereiche, die keine Folie haben, ausfärben. Und nur zum Sagen, das ist nicht der optimale Stift. Der ist eigentlich für eine Schieferplatte gedacht. Das war aber gerade so das Einzige, was ich jetzt zur Hand hatte. Aber ihr seht dann im Buch drin, was ich euch nachher zeige, dass, welche Hilfsmittel quasi am geeignetsten sind. Warum der nicht optimal ist, ist, dass er nicht flüssig genug ist. Und ich versuche das hier
jetzt so ein bisschen hinzukriegen, dass der so ein bisschen flüssiger wird. These few days go by so fast. I wish I could somehow make them last. Put it in a bottle, stick a label on, saying do not open till summer comes. Right now, let's savor this, and underneath the mistletoe, get a kiss. The rest of the year may be hard to come by, so right now I'm gonna give it a try. Wie gesagt, der Stift ist nicht optimal dafür, aber ich hatte gerade nichts Besseres, aber es ging nur darum, euch die Idee mal zu zeigen. Jetzt können wir hier die Folie wegnehmen. And so are all of you. Does this come true? Könnt ihr immer noch hingehen und noch ein bisschen ausbessern. Ist nicht perfekt, aber das wird ja dann sowieso wieder weggewaschen, weil wie gesagt, wenn ihr dann ein nasses Tuch nehmt oder ein feuchtes Tuch nehmt, könnt ihr das alles wieder wegwischen. Na? Es ging einfach darum, dass initial mal etwas drauf ist. Wie gesagt, ein besseres Tool ist auf jeden Fall sinnvoll als das, was ich hier verwende. Oder ihr könnt es auch leer lassen. Ne? Oder eben, wenn ihr gut drin seid, das selber schon zu machen, dann könnt ihr ja euer initiales Design da drauf machen. Aber das war das, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich wie ihr so ein Brettchen mit einem Kalk-Cardstock, wie ihr das machen könnt, ne, den schön draufkleben, der bleibt auch drauf. Hinten drauf einen schönen Spruch mit Flexfolie, mit Hitze draufgebracht, auch das bleibt drauf. Und wenn euch die Idee nicht gefällt mit dem Verschenken, ihr könnt sowas natürlich auch für euch zu Hause machen, irgendwo zum Aufstellen und dann ab und zu, wenn es euch langweilig wird mit dem Spruch, der drauf ist, einfach wieder einen neuen drauf machen. Das ist das Coole an diesem Cardstock, dass man den wirklich halt immer wieder neu beschriften kann. Jetzt hatte ich euch noch versprochen, dass ich euch das Buch noch zeige, ne, das, was ich habe. Ich habe es jetzt gerade nicht dabei, aber das ist dieses Complete Book of Kalk Lettering. Das ist zwar in Englisch, mal gucken, ob es das auch in Deutsch gibt. Es gibt diverse Bücher, ne? Ihr sucht einfach nach Kreidemarker oder Handlettering mit Kreidemarker. Ich will euch aber jetzt nicht irgendein Buch zeigen, sondern halt einfach das, was ich habe. Und das ist eben genau das hier. Den ISB-Link mache ich, wie gesagt, unten rein. Und wenn ihr was auf Deutsch sucht, ihr findet da wirklich auch Bücher dazu. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, sowas auch selber auszuprobieren. Oder habt da schon jemanden im Kopf, für den das eine super Sache wäre. Weil ich denke mir immer wieder, ne, wir haben unser Basteln, was wir drinnen machen können, und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man zu Hause bleiben muss. Aber wenn man kein Hobby hat oder irgendwas, was draußen stattfindet, dann ist es sicher schwierig, wenn man zu Hause sitzen muss und nicht so richtig weiß, was man mit sich anfangen kann. Und deshalb dachte ich mir, ne, das wäre eine Idee für Freunde, die bis jetzt so noch nicht so ganz kreativ waren und für die das Handlettering oder das Kalk Lettering eine Idee wäre. So, das war's für heute und ich hoffe, ich sehe euch in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!